Für Land 20 unserer Weltreise geht es nach Taiwan. Ein Land, das aktuell eher politisch im Fokus steht und weniger als Reiseziel bekannt ist. Dabei ist Taiwan kulturell und landschaftlich super interessant und wir starten unsere Rundreise in der Hauptstadt Taipeh, die sich vor keiner anderen Metropole in Asien verstecken muss. Dazu teilen wir unsere Einschätzung, wie wir als Touristen die aktuelle Sicherheitslage in Taiwan wahrnehmen. Willkommen in Land 20 unserer Weltreise. Wir sind in Taiwan und wir starten unsere Rundreise in der Hauptstadt Taipeh. Wir sind gerade mittendrin in einem der belebtesten Stadtviertel, und zwar in Ximen, und wir gucken uns jetzt hier mal ein bisschen um. Also ihr seht, hier in Ximen ist echt einiges los, ein sehr belebter Stadtteil, aber auch sehr kontrastreich, weil ein paar Straßen weiter auf einmal ein Tempel mitten zwischen Hochhäusern, ruhig und spirituell, also gefällt uns richtig gut hier vom ersten Eindruck her. Und die Sonne kommt so ein bisschen raus, es klart auf und wir machen uns auf den Weg zu einem der schönsten Aussichtspunkte der Stadt. Das Metrosystem in Taipeh ist wirklich sehr gut und auch einfach zu verstehen, würde ich sagen. Man kann sich einmal so eine Easy-Card hier kaufen. Da lädt man Geld drauf und dann tappt man die immer so auf, wenn man in die U-Bahn-Station reingeht und wenn man wieder rausgeht, und bezahlt damit automatisch. Und die Bahnen fahren auch super oft, also müssen nie lange warten. Man kann sich auch gut mit Google Maps hier orientieren. Da sieht man dann immer, welche Bahn muss man nehmen, wo muss man umsteigen. Also es funktioniert auch, wenn man kein Chinesisch spricht. Läuft auch alles sehr zivilisiert ab. Ja, man muss sich immer in die Schlange stellen, ne? Also hier wird nicht gedrängelt. Wir besteigen jetzt den Xiangshan Mountain. Nicht zum ersten Mal, ehrlich gesagt, weil wir sind schon ein paar Tage hier in Taipeh und waren auch schon mal oben, aber wir hatten wirklich 3 Tage Dauerregen hier, Schmuddelwetter, 15 Grad, also richtiger Kälteschock für uns. Und jetzt haben wir so wenigstens angenehme 24, 25 Grad, aber der von mir angekündigte Sonnenschein, der hat sich auch schon wieder ein bisschen verzogen. Aber gut, es ist jetzt Anfang März, es ist einfach unbeständig hier und wir nehmen, wie es kommt. Hier sind wir jetzt auf dem Xiangshan Viewpoint, beziehungsweise gibt es hier auf dem Berg verschiedene Aussichtspunkte mit so kleinen Plattformen. Ich glaube, hier hat man aber somit die beste Sicht und es ist auf jeden Fall ein bisschen diesig, aber es sieht trotzdem ziemlich cool aus, weil man von hier oben halt voll den coolen Blick über Taipeh hat, was übrigens mit 2,7 Millionen Einwohnern echt eine große Metropole ist. Und ein Gebäude sticht hier ganz besonders raus aus der Skyline, das Taipei 101 mit 101 Stockwerken und 508 Metern war es zwischen 2004 und 2009 sogar mal das höchste Gebäude der Welt und gehört auch heute noch zu einem der höchsten Gebäude weltweit. Ich finde allein hier unten im Eingangsbereich wirkt schon alles so richtig fancy und modern und cool. Edel. Ja, edel. Wir passen nicht so rein. Hier stehen wir jetzt vom Taipei 101. Man kann natürlich auch rein und hoch gehen. Es gibt 2 verschiedene Aussichtsplattformen. Einmal bis zum 91. Stock, das kostet 18 €. Oder ganz nach oben, der 101. Stock kostet 28 €. Also nicht ganz günstig, ist uns ehrlicherweise ein bisschen zu teuer. Und außerdem, wenn man ganz oben ist, sieht man das coolste Gebäude der Stadt ja nicht. Das denken wir uns immer. Und sonst diese Architektur hier ist so ein bisschen einer chinesischen Pagode nachempfunden mit diesen Stufen. Und man kann natürlich auch so reingehen, einfach mal reinschauen. Da sind dann Malls drin, alles sehr edel, auch ein Food Court. Ein bisschen höherpreisig. Deswegen machen wir jetzt was ganz kostenlos ist. Hier sind wir beim Longshan-Tempel. Ich glaube, wahrscheinlich der bekannteste Tempel hier in Taipeh und auch der älteste. Auch richtig cool verziert hier mit diesen ganzen Lampions drumherum. Also wir mögen ja Tempel sehr gerne. Kennt ihr vielleicht aus unseren anderen Videos? Ich würde sagen, Schauen wir uns mal an. Gehen wir rein. Was ihr hier gesehen habt mit den roten Holzklötzchen, das nennt sich Jiao Bai und das sehen wir jetzt hier gerade auch zum ersten Mal in Taiwan. Das ist so eine gängige Praxis des Betens, und zwar stellt man eine wichtige Ja-Nein-Frage an die Götter. Man lässt dann diese Steine fallen und je nachdem wie sie landen, lautet die Antwort entweder Ja, Nein oder die Frage war irrelevant oder kann nicht beantwortet werden. Und
wenn die auf der flachen Seite landen, dann heißt es nein. Wenn sie eins auf der flachen und eins auf der gewölbten Seite landen, dann heißt es ja und ansonsten heißt es irrelevant. Und das machen hier ganz viele Leute beim Beten, das ist voll spannend zu sehen. Also ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt und wir haben wirklich schon viele Tempelanlagen auf Weltreise gesehen und das hier ist ein taoistisch-buddhistischer Tempel. Die beiden Religionen haben sich so im Laufe der Vergangenheit in Taiwan miteinander vermischt und es ist so cool hier zu sehen, weil so viele Leute beten hier. Dazu diese Musik im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Richtig schön. Also ich versuche meine Euphorie ein bisschen zu bremsen, aber es ist wirklich traumhaft schön hier. Jetzt sind auch noch die Lichter angegangen, die Stimmung ist so toll, wirklich viele Einheimische, die hier beten. Also sehr schön das Ganze zu sehen. Es ist keine krasse Touristenattraktion, sondern es ist einfach wirklich ein Tempel, wo Einheimische hingehen. Sehr schön auch der Kontrast hier, die Tempelanlage, dann dahinter die Gebäude, die auch schon so ein bisschen bessere Zeiten gesehen haben. Also für uns ist das einfach was ganz Neues irgendwie nochmal. Und jetzt gibt es aber ein krasses Kontrastprogramm von Ruhe und Idylle und Entspannung und Spiritualität ab nach Ximen ins Nightlife. Da geht es auf jeden Fall ab. Zwei Dinge, die man hier in Ximen wirklich gut machen kann, ist shoppen. Also es gibt unfassbar viele Klamottenläden und Essen. Wobei man sagen muss, die taiwanesische Küche ist jetzt nicht die vegetarierfreundlichste. Aber wir haben hier schon ein richtig geiles Veggie-Restaurant getestet und da gehen wir jetzt hin. Also das ist hier ein rein vegetarisches Restaurant und die haben auch eine englische Karte, was das Ganze sehr viel einfacher macht. Man bekommt die dann hier einmal so und kann dann ankreuzen, was man haben möchte. Die übertragen das dann selber auf ihre chinesische Karte und wir waren schon zweimal hier und es schmeckt richtig gut. Es ist auch ganz üblich hier, dass man immer direkt bezahlt. Also man bestellt, bezahlt, dann wartet man auf sein Essen und man bleibt auch in der Regel nicht lange noch sitzen nach dem Essen, sondern räumt dann halt relativ schnell frei für die nächsten Leute. Nice. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Guten Appetit. Dankeschön, ja. Das Essen hier kommt auch super schnell und das ist Tofu, Reis, Kürbis, Salat, weiß ich ehrlicherweise nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Pommes und paniertes Hähnchen-Fake-Schnitzel. Und ich weiß, was mich erwartet. Es schmeckt übertrieben lecker. Kommt da noch was? Also ich habe ja schon ein paar Jahre jetzt kein Fleisch mehr gegessen, aber das ist das, was dem am nächsten kommt. Wenn ich es nicht besser wüsste, hoffentlich, würde ich sagen, es schmeckt 1:1 wie Hähnchen. Zumindest für mich. Also absolut überragend. Also das hier ist ein Montagabend, überall Straßenkünstler, Straßenmusiker, alles voller Leben. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine belebte Area gesehen, aber auch so eine super angenehme Art und Weise. Also es macht einfach Spaß, hier rumzulaufen, wenn man immer was Neues entdeckt. Und das Leben spielt sich so auf der Straße ab, das ist irgendwie richtig krass, was hier los ist, einfach an einem Montagabend. Ich komme gar nicht drauf klar. Ey. Sao Shang Hao, das oder so ähnlich soll Guten Morgen auf Mandarin heißen. Hier aus unserer Unterkunft im Herzen von Ximen. Also wir sind wirklich mittendrin, laufen so 2-3 Minuten bis zur Metrohaltestelle und wir zahlen 50 € pro Nacht für ein Doppelzimmer mit eigenem Bad und wir haben ja auch einen Schreibtisch drin, das ist für uns wichtig, weil wir hier halt auch ab und zu arbeiten. Es gibt mit Sicherheit auch günstigere Unterkünfte, auch hier in der Lage oder auch außerhalb. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man was in der Nähe von der Metrohaltestelle hat, weil da kommt man eigentlich überall in die Stadt gut hin. Und heute wird es Zeit, sich etwas mit der jüngeren Geschichte von Taiwan zu beschäftigen. Hier stehen wir jetzt mitten auf dem Liberty Square in Taipei. Sehr monumentale Gebäude. Hier so ein großer Torbogen. Das ist die Theaterhalle. Dem gegenüber steht die Konzerthalle.
Und hinter mir seht ihr die Chiang Kai-shek Memorial Hall. Und zu jeder vollen Stunde spielt sich da was ganz Besonderes ab. Das, was ihr hier gerade gesehen habt, war die stündliche Wachablösung in der Chiang Kai-shek Memorial Hall. Hier sind dann 2 Wachen, die stehen jetzt hier für 1 Stunde stramm, ohne sich zu bewegen, kennt man wahrscheinlich auch aus Großbritannien. Und hier hinten sitzt Chiang Kai-shek und über den gibt es einiges zu erzählen. Hier in der Memorial Hall ist ein riesiges Museum über mehrere Stockwerke, wo man ganz viel über die Geschichte von Taiwan lernen kann. Es gibt auch Audioguides, alles auch auf Englisch. Und hier hinter mir seht ihr eine originalgetreue Nachstellung des Büros von Chiang Kai-shek. Und ich versuche euch mal die Geschichte, zumindest die jüngere Geschichte Taiwans, so ganz kurz zusammenzufassen. Also Taiwan stand jeher unter chinesischem Einfluss, wurde aber dann 1895 durch die Japaner besetzt. Bis 1945, also bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dann wurde es wieder zurück an China gegeben. Und China, dann reden wir hier in diesem Fall von Festlandchina. Damals war nämlich Chiang Kai-shek auf Festlandchina. Und es gab einen Bürgerkrieg zwischen den Kuomintang, das ist sozusagen die Partei von Chiang Kai-shek, gegen die Kommunisten unter der Führung von Mao Zedong. Und 1949 wurde dann die Volksrepublik China gegründet. Mao Zedong hat den Bürgerkrieg gewonnen und Chiang Kai-shek und Millionen von Kuomintang sind nach Taiwan geflohen und haben hier dann eine Regierung eingesetzt unter der Führung von Chiang Kai-shek bis zu seinem Tod 1975. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, war Taiwan sehr weit entfernt davon, demokratisch zu sein, so wie wir es heute hier kennen. Nämlich unter der Führung von Chiang Kai-shek und der Kuomintang wurde das Land sehr autoritär, fast schon diktatorisch regiert, auch über seinen Tod hinaus bis in die 90er Jahre. Erst dann hat langsam ein Demokratisierungsprozess angesetzt und heute ist Taiwan wirklich ein sehr demokratisches Land, steht auf dem Demokratieindex sehr weit oben und es regiert aktuell auch die Demokratische Partei. Die Kuomintang ist weiterhin eine Partei, die in der Vergangenheit auch immer wieder regiert hat, aber aktuell regiert die Demokratische Partei, die auch einen recht strikten Kurs gegenüber Festlandchina fährt. Und diesem Konflikt, der bis heute sehr, sehr stark nachwirkt, dem widmen wir uns aber nicht hier, sondern im Dan Park. Hier im Dan Park haben wir tatsächlich noch ein paar Kirschblüten gefunden. Zwar nicht so prachtvoll, wie wir es letztes Jahr in Japan gesehen haben, aber auch richtig schön hier. Sehr grün und ruhig, wie man sich das halt in so einer Parkanlage mitten in der Stadt vorstellt. Es gibt auch so einen See, da sind ganz viele Vögel, Leute machen Fotos, machen Spaziergänge und so weiter. Also sehr entspannte Atmosphäre. Wir suchen uns jetzt hier mal so ein kleines Plätzchen, breiten unsere Picknickdecke aus und dann sprechen wir noch mal ein bisschen über den Taiwan-Konflikt. Das soll jetzt kein politisches Video werden. Das würde erstens den Rahmen sprengen und zweitens auch unsere Kompetenzen übersteigen. Aber wir kriegen einige Rückfragen zur Sicherheitslage hier in Taiwan, aber die können wir nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob ihr es in den Medien mitbekommen habt, es gibt halt das grundsätzliche Problem, dass Festlandchina, also die Volksrepublik, eine sehr aggressive Politik gegen Taiwan fährt und sagt, Taiwan soll langfristig wieder Teil des geeinten Chinas werden. Und das kommunizieren sie nicht nur verbal, sondern es gibt halt auch Militärübungen vor Taiwans Küste und dementsprechend gibt es hier eine Angst vor einer Invasion. Hier im Alltag kriegen wir als Touristen von dem Konflikt erstmal nichts mit. Also in Taiwan selbst ist es ruhig, es gibt hier keine krassen Unruhen oder Demonstrationen. Es gab vor ein paar Wochen Wahlen hier, da wurde die regierende Demokratische Partei im Amt bestätigt. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt für jeden, der hierhin reist und vor allem für jeden, der hier lebt, ein nicht zu kalkulierendes Restrisiko. Wir hoffen einfach, dass es niemals zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt und dass die Menschen hier im Frieden leben können, den sie verdienen. Wir sind hier jetzt auf dem Ningxia Night Market, also ein riesiger Streetfood-Markt hier, eine komplette Straße lang mit allem, was man sich vorstellen kann und natürlich auch Stinky Tofu.
weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, das ist hier so eine Spezialität in Taiwan und die hat den Namen sowas von verdient. Ich will hier niemandem zu nahe treten, wir hatten es schon ein paar Mal gerochen. Es stinkt ekelhaft, aber es soll besser schmecken, als es riecht und ja, wir sind nur einmal hier, deswegen müssen wir es probieren. Also der Stand ist wirklich nicht schwer zu finden, weil man riecht es und das riecht nicht gut. Ja, we have one deep fried sticky tofu. So sieht es jetzt aus, also das ist der Tofu mit so ein bisschen Cabbage oder sowas oben drauf. Und ich finde, wir sollten einen Deal machen, wenn ich das jetzt probiere, dann liked ihr im Gegenzug das Video, weil das ist es, glaube ich, wert. Ja. Okay, I try. Das geht. Ist okay? Oh, ja. Okay, nee. Also für Helen war es nix. Ich bin ja ein bisschen anspruchsloser, was Essen angeht. Also ich sag euch, wie es ist, es bleibt bei dem einen Stück bei mir. Ich finde es wirklich eklig. Was sagst du? Okay, erstmal gar nichts. Dauert ein bisschen. Ist okay. Also ist jetzt nicht lecker, aber mit dieser Soße, ich weiß nicht, so ein bisschen Essig und je nach dem Gemüse. Ja, das ist ein bisschen gecheatet. Ich habe es natürlich pur gegessen. Ja, also ich glaube, ich esse es auf, ja. Ich finde es so ekelhaft. Ich bin gerade richtig abgetönt, dass es Horst ist. Jemand hat uns auf Instagram geschrieben, wir müssen es beide essen. Wenn es nur einer ist, dann werden wir uns tagelang nicht küssen. Ja, aber ich habe es ja auch schon gegessen, also bist du safe. Ich muss jetzt hinterher noch was Leckeres essen. Und es gibt tatsächlich Crepe mit Banane und Nutella und das ist ein bisschen leckerer. Also neben Stinky Tofu findet man hier auch noch ganz viele andere Gerichte. Die Auswahl ist eher fleischlastig, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber ja, auch die Vegetarier werden hier schon fündig und sonst kann man in Taipei natürlich noch viel mehr machen. Ja, also wir können hier in dem Blog natürlich nie alles abdecken. Auf unserem Blog www.betterbeyond.de findet ihr noch weitere Infos und To-Dos zu Taipei. Aber zwei Sachen, die wir noch empfehlen würden, die wir auch gemacht haben, ist ein Daytrip nach Shifen. Das kann man mit dem Zug machen, es dauert so 1,5 Stunden, ist auch nicht teuer. Und Shifen ist vor allem bekannt, dass man dort so Laternen hochsteigen lassen. Das machen da ganz viele Einheimische und auch Touristen, schreiben dann sowas drauf. Das hat dann verschiedene Bedeutungen, da kann man den hochsteigen lassen. Das ist eigentlich ganz cool zu sehen. Und da kann man auch noch eine Wanderung machen, so eine halbe Stunde dauert es, kann man zum Shifen Wasserfall gehen. Das kostet auch keinen Eintritt und ist ziemlich cool. Und wenn man in Shifen ist, kann man auch weiter nach Juifen. Das ist dann vielleicht noch mal so eine halbe, dreiviertel Stunde entfernt. Und Juifen gilt als einer der schönsten Altstädte hier in Taiwan. Wir hatten leider nicht ganz so gutes Wetter, als wir da waren, weil drumherum hat man eigentlich auch noch eine tolle Aussicht mit Bergen und dem Meer. Aber das blieb uns verwehrt. Aber gut, trotzdem hat uns Taipei und alles drumherum sehr, sehr gut gefallen. Also die Stadt mögen wir richtig gerne, haben wir schon ins Herz geschlossen, genau wie Taiwan und die Taiwanesen. Wir freuen uns auf unser nächstes Video. Dann geht es nach Hualien Richtung Taroko Nationalpark. Macht's gut, ciao, ciao. Also wenn du es mir zeigen kannst, dann kannst du es auch unseren YouTube-Zuschauern zeigen. Wieso machen die gar nicht? Keine Ahnung. Muss ja erst mal Ich glaube, man muss auch eine Bananenschale in der Hand halten. Ja, das ist mein Gewehr. Alles was Erdenkliche, was man sich nur denken kann. Wir sind in Taiwan und ihr... Was soll ich dann sagen? Guck, ich sag dir, diese Laufbilder sind der... Don't stop me now.